Servus Maxi, du bist der Entwickler des ersten Fly-Surfer Wings und ich hätte jetzt gerne von dir gewusst, was macht denn den Mojo aus? Servus Chris, das erkläre ich dir natürlich sehr gerne. Prinzipiell zeichnet unser Mojo aus, beziehungsweise unterscheidet unseren Mojo am meisten von den anderen Wings am Markt, dass wir die ganze Grundform vom Wing weiter nach vorne gezogen haben. Sprich, der Abstand vom Tip zum Boden jetzt ist viel weiter vorne. Damit kriegen wir den Auftriebsschwerpunkt auch weiter nach vorne vom Wing. Und unser Ziel war es, dass wir versuchten, die Performance maximal zu trimmen, dass der Wing gut Abwind geht, also dass man einfach ordentlich loskommt und dass die Kraftverteilung bei den Armen gleich ist. Sprich, der Auftriebsschwerpunkt vom Wing liegt in etwa genau zwischen den beiden Griffen. Das bedeutet, wenn ich jetzt fahre, habe ich auch in der hinteren und in der vorderen Hand einfach gleich viel Kraftaufwendung. Das bedeutet am Ende, dass man einfach später ermüdet und länger auf dem Wasser sein kann. Klingt schon mal sehr gut. Das heißt, in Kombination mit dem richtigen Hydrofoil wird wahrscheinlich der Kraftaufwand beim Fahren geringer sein wie mit anderen Wings, was sich natürlich beim Surfen etwas extrem entgegenkommend ist, weil du ziehst einfach einmal Abwind und gehst dann auf die Welle und driftest mit. Was macht denn der Wing beim Hinterherfliegen? Also beim Hinterherfliegen bleibt der Wing einfach sehr ruhig, so in seiner neutralen Position stehen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir die Segelfläche vorgespannt haben. Das heißt, man hat immer ein sauberes Profil und das hilft ja nicht nur beim Hinterherfliegen vom Wing im Geradeausflug sehr viel, sondern auch in der Windrange. Sprich, wenn du den Kite oder den Wing sozusagen depowerst, dann flattert hier nicht das ganze Tuch. Das heißt, das Profil hat immer noch seine Performance und dadurch kannst du den Wing überpowered einfach besser kontrollieren. Genauso ist das aufgespannte Tuch ein Vorteil beim Anpumpen. Also wenn ich jetzt im Low-End bin und ich pumpe den Wing sozusagen an, ist das Segel im Vorhinein schon aufgespannt und der Wind, den du reinpumpst, wird direkt in Vortrieb umgewandelt. Das klingt super, speziell auch für den Anfänger von meiner Warte aus. Gibt es noch extra Features, die zum Beispiel den Einstieg in den Sport erleichtern würden? Ja, also wir haben uns ein bisschen rumgespielt mit den Griffpositionen. Und wir haben hier zwei extra Griffe montiert, die vielleicht nicht ganz üblich sind. Das hat den Hintergrund, als Anfänger passiert es manchmal, dass ich mit dem Tip den Boden berühre und mit den extra Griffen kann ich den Wing sozusagen aufrechter fahren. Das heißt, der Abstand vom Wing-Tip ist mehr in der Luft und somit berühre ich das Tip nicht so schnell mit dem Wasser und der Anfänger tut sich leichter. Das andere ist noch, dass der absolute Abstand weiter nach vorne ist von der vorderen Kraft. Und ich brauche dann einfach weniger Armkraft mit der Hand, die ich hier habe und kann somit ein bisschen kraftsparender fahren, wenn ich schon ermüdet bin. Super. Die Depower hast du vorhin schon angesprochen. Das spricht ja für meistens eine große Windrange, weil du schon gesagt hast, anpumpen leicht, Depower sehr gut. Welche Größen gibt es denn und wie würdest du die unterschiedlichen Größen dann einsetzen? Genau, also weil du angesprochen hast, auch mit der Depower und so weiter und auch im Low-End. Ich glaube, was ich vielleicht noch dazu sagen muss, was auch noch was Besonderes ist an dem Wing, ist, dass wir eine sehr steife Konstruktion gewählt haben. Sprich, in der Mittelsektion haben wir eine sehr dicke Tube, weil es einfach wichtig ist beim Anpumpen, also fürs Low-End, dass die Tips nicht wegknicken, sondern dass das, was du reinpumpst, auch wirklich in Vortrieb umgewandelt wird. Das heißt, kannst du ihn dann durch auch leichter kontrollieren bei Starkwind, weil er dann nicht so aufgibt. Genau, er arbeitet nicht so viel, es lässt ihn auch leichter kontrollieren. Und wir haben quasi zwei Einlassventile gewählt, weil es einfach so ist, wenn ich hier ein One-Pump-System habe, die Front-Tube sehr stark aufpumpt, habe ich trotzdem viel weniger Druck in der kleineren Strut, weil es von der Umfangskraft abhängig ist. Und wir pumpen einfach mindestens 1 PSI mehr in die Strut rein und somit kriegen wir hier einen sehr steifen Frame. Und genau, das haben wir so abgestuft, damit man auch ein gutes Low-End erfährt, aber auch im High-End einfach viel Kontrolle hat. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen die Größen 2,8, 3,5, 4,5, 5,2 und 6,2 und 7. Damit man sich einfach, je nachdem in welchem Revier ich sich befindet, einfach verschiedene Kombis zusammenstellen kann. Sehr schön, Maxi. Ja, dann sagen wir mal danke für die ganzen Infos. Der Benny da draußen hat schon viel Spaß und ich glaube, wir machen das jetzt auch mal. Genau, das machen wir. Freue mich schon. Ich mich auch.
Thank you.